Hallo allerseits, willkommen zu einem neuen Baubericht von mir. Dieser erste Teil der Videoserie dient euch als Einleitung, damit ihr eine Übersicht über das ganze Projekt bekommt. Und außerdem möchte ich euch auch noch ein paar interessante technische Hintergrundinformationen bieten. Ich denke, das ist sicherlich ganz interessant und aufschlussreich für den einen oder anderen. So, was möchte ich also bauen? Vor längerem schon habe ich dieses sehr interessante Foto im Internet gefunden, das anscheinend einen Zusammenstoß zwischen einem Sturmgeschütz und einem T-34 zeigt. Und das würde ich gerne so oder so ähnlich nachbauen. Bei weiterer Recherche habe ich dann noch mehr Bilder dieses Vorfalls aus anderen Blickwinkeln gefunden. Das ist natürlich sehr hilfreich für unser Projekt. Allerdings konnte ich nichts Näheres über die genauen Umstände dieses Zusammenstoßes herausfinden, ja nicht einmal den Ort oder den Zeitpunkt. Macht aber nichts, denn anhand der Fotos lässt sich schon einiges herausfinden, zumindest so viel, wie wir für unser Projekt auch wissen müssen. Ich habe hier jetzt mal alle Fotos, die ich finden konnte, in eine ungefähre chronologische Ordnung gebracht und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Auf dem ersten Bild kann man eigentlich nicht so viel Aussagekräftiges erkennen, wir sehen aber immerhin viel vom T-34 und einen Unteroffizier, der interessanterweise eine erbeutete sowjetische Maschinenpistole trägt. Auf dem nächsten Bild sieht man einige Soldaten, die gerade dabei sind, die Turmluke des T-34 aufzuhebeln, um dessen Besatzung gefangen zu nehmen. Die beiden Jungs mit den Bandagen um die Köpfe scheinen wohl zur Besatzung des Sturmgeschützes gehört zu haben. Ich kann mir leicht vorstellen, dass man bei so einem Zusammenstoß sich leicht am Kopf irgendwie verletzt oder irgendwie prellt. Das ist, glaube ich, ziemlich unangenehm. Jedenfalls scheinen die beiden recht übel gelaunt zu sein, denn der eine hält eine Pistole parat, der andere eine Axt, nur für den Fall, dass die Russen im Panzer Ärger machen sollten bei der Gefangennahme. Hingegen scheinen die übrigen Soldaten recht entspannt zu sein, keiner hält irgendwie eine Waffe für den Ernstfall bereit. Ich denke, man kann auch ganz gut erahnen, wie der Zusammenstoß wohl passiert ist. Das Sturmgeschütz hat sich frontal auf den T-34 geschoben, weshalb ich jetzt annehme, dass die Sturmgeschützbesatzung hier mit voller Absicht ein Rammmanöver vollzogen hat, um den T-34 auszuschalten. Beim ersten Auftauchen des T-34 an der Ostfront gab es erhebliche Schwierigkeiten, dessen Panzerung zu durchdringen. Die kurze 7,5 cm Sturmkanone 37L24 der frühen Sturmgeschütze war zur Panzerbekämpfung auch eher weniger geeignet. Trotzdem sind solche RAM-Aktionen eine absolute Seltenheit gewesen, denn bei sowas geht man auch ein erhebliches Risiko ein. Man liest zwar immer wieder von solchen RAM-Aktionen auch an anderen Fronten, die Engländer hätten das mal gemacht gegen den Tigerpanzer zum Beispiel, aber ja, sehr wenig davon scheint mir irgendwie historisch belegt zu sein. Hier haben wir mal ein Foto, wo man es auf jeden Fall stark annehmen kann, dass es ein RAM-Manöver war. Das darauffolgende Bild zeigt, dass die Luke geöffnet wurde und eines der Besatzungsmitglieder am Uniformkragen aus dem Turm gezogen wird. Er hebt da beide Hände, damit das Ganze hoffentlich ein friedliches Ende nimmt. Mittlerweile hat sich auf der linken Seite schon eine größere Menge neugieriger deutscher Soldaten zusammengefunden. Der gefangene russische Panzersoldat macht einen völlig verschreckten Eindruck, als er so in die Menge blickt. Das finde ich ist doch ein sehr starkes Sinnbild für die Erfahrungen von Kriegsgefangenen in der Zeit. Da trifft sich Furcht und Erleichterung. Anschließend wird er noch nach Waffen und anderen Dingen durchsucht, bevor er mit seinen übrigen Kameraden nach hinten geschafft werden kann. Das nächste Bild ist leider etwas unscharf, aber es zeigt uns endlich mal die komplette Szene. Die Anspannung der vorherigen Minuten lässt nun nach und man sieht einige Soldaten, die in Gespräche vertieft sind oder die beiden Wracks näher untersuchen. Das Sturmgeschütz ist ein Fahrzeug der Ausführung A. Das kann man an der schmalen 36 cm Kette erkennen und an dem gleichen Abstand der 3 Stützrollen zueinander. Genau genommen handelt es sich hier um eine Ausführung A1, denn es sind noch keine Notausstiegsluken an der Wanne erkennbar. Die Ausführung A2 hatte solche Luken. Ein Gradfahrer hat sein Motorrad abgestellt und bespricht etwas mit einer Soldatengruppe. Was für ein Motorrad es genau ist, kann ich leider nicht erkennen. Im Straßengraben wird noch ein Verwundeter versorgt. Wir können außerdem erkennen, dass das Gelände neben der Straße leicht verschneit ist. Damit würde ich den Zeitpunkt dieses Ereignisses auf Oktober oder November 1941 eingrenzen wollen.
Hier haben wir endlich mal ein Bild aus einem ganz anderen Blickwinkel, der uns viel Neues offenbaren kann. Das Sturmgeschütz hat beim Zusammenstoß die linke Kette geworfen. Das ist ein Zeugnis für einen sehr heftigen Einschlag. Hinter dem T-34 ist auch noch ein Sonderkraftfahrzeug 250 geparkt worden, das anscheinend auch noch einen kleinen Anhänger zieht. Die Landschaft im Hintergrund macht den recht winterlichen Eindruck. Die Soldaten scheinen allerdings noch keine Wintermäntel zu tragen. Es muss wohl wirklich der erste Wintereinbruch sein. Zu guter Letzt habe ich noch eine gute Nahaufnahme des T-34. Es scheint sich hier um einen T-34-76 Modell 1941 zu handeln. Allerdings sind die Ketten etwas ungewöhnlich. Das Kettenglied mit dem Führungszahn hat eine V-förmige Zugleiste, die so eigentlich eher selten war. Genauere Details sind mir da aber leider nicht bekannt. Soviel zu meiner Inspirationsquelle für dieses Projekt. Ich denke, das lässt sich eigentlich relativ gut realisieren. Die Fahrzeuge entsprechen eigentlich größtenteils dem Standard und die Figuren sollten eigentlich auch kein Problem sein. Welche Bausätze möchte ich nun hierfür verwenden? Meine Wahl fällt auf den T-34-76 Modell 1941 von Dragon, Artikelnummer 6205 und das Stück 3 Ausführung A von Dragon Cyber Hobby, Artikelnummer 9143, beide im Maßstab 1:35. Das sind zwar schon beides etwas ältere Bausätze, aber ich persönlich mag die eigentlich recht gern und habe bisher auch nur gute Erfahrungen mit diesen Bausätzen gemacht. Beide Bausätze kann ich eigentlich ohne größere Änderungen aus dem Kasten bauen, außer den T-34, der eben die angesprochene spezielle Kette benötigt. Diese Kette habe ich zum Glück aber bei Friul gefunden und weil es so schön ist, bekommt das Stück 3 auch noch gleich Metallketten von Friul. Die Plastikketten wären für das Stück 3 zwar in Ordnung gewesen, aber ich finde, dass ich da die abgeworfene Kette mit Friul-Ketten einfach besser darstellen kann. Ich denke, dass ich die Szene in etwa so darstellen werde, wie man es hier auf diesem Foto sehen kann. Das ist in Bezug auf die Figuren am einfachsten, weil hier nicht so viele komplizierte Umbauten anfallen dürften. Die Soldaten in diesen Posen sind ja eigentlich Standard, die kriegt man überall. Da sollten eigentlich nur kleinere Anpassungen nötig sein. Ich möchte auch das Motorrad in die Szene einbinden. Dafür möchte ich gern von IBG Models die BMW R12 mit Beiwagen verwenden. Abgesehen von den Modellen und den Figuren wird das Diorama eigentlich recht einfach werden. Wir bauen ja nur eine Straße und einen Straßengraben mit viel Schlamm, etwas Gras und Schnee. Deswegen möchte ich da verstärkt auf eine realistische Umsetzung der Schäden an beiden Panzerfahrzeugen achten. Das wäre jetzt soweit mal der vorläufige Stand des Projekts. Natürlich kann es sein, dass sich da das eine oder andere noch ändert im Laufe der Zeit. Zum Beispiel könnte ich noch das Sonderkraftfahrzeug 250 irgendwie in die Szene einbinden, aber ich kann mir leicht vorstellen, dass das die Dioramenszene etwas überladen würde. Wir werden sehen. Damit wäre der Startschuss für diesen Baubericht gefallen. Im nächsten Teil geht es dann um den Zusammenbau der beiden Panzermodelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Amica Barkas.